Hallo an euch! In case you want English subtitles, please turn on the closed captions below. Los geht's! Mein Name ist Paulo Mangilet. Ursprünglich komme ich aus den Philippinen, wo ich mein Studium zur Humanmedizin und meine Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie absolviert habe. Im Mai 2018 bin ich nach Deutschland gekommen und lerne seitdem die deutsche Sprache. Ich möchte gern die ärztliche Approbation erwerben, um meine Facharztausbildung abzuschließen und als Facharzt für Anästhesiologie tätig sein zu können. In meinem letzten Video, das irgendwo aufs Bild verlinkt wird, habe ich euch davon erzählt, dass ich den Antrag auf Erteilung der ärztlichen Approbation gestellt habe. Vor kurzem habe ich endlich den Verstellungsbescheid von der Bezirksregierung Münster erhalten. Nun teile ich euch gern mit, wie ich den Antrag erledigt habe. Bevor ich aber damit beginne, möchte ich zunächst einen Haftungsausschluss zur Geltung bringen. Das heißt, alle Informationen zum Antrag basieren lediglich auf meinen eigenen Erfahrungen und dürfen nicht für andere Anträge gelten. Wenn ihr damit einverstanden seid, machen wir mit der Präsentation weiter. Da ich meine ärztliche Ausbildung außerhalb der Europäischen Union abgeschlossen habe, musste sie mit dem deutschen Ausbildungsstand verglichen werden, ob wesentliche Unterschiede gegenüber einer deutschen Ausbildung vorliegen. Aber ich habe absichtlich auf die Prüfung meiner Unterlagen verzichtet und habe stattdessen vor, die Kenntnisprüfung direkt abzulegen. Den Grund dafür sage ich euch später am Ende dieses Videos. Medizinische Fachsprachenkenntnisse auf dem Niveau C1, die durch Bestehen der Fachsprachenprüfung nachgewiesen werden können, sind außerdem erforderlich. Einen Nachweis über zumindest allgemeine Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 setzt doch die Teilnahme an der Fachsprachenprüfung voraus. Jetzt kommen wir dazu, welche Unterlagen für den Antrag von mir gefordert worden sind. Die Liste der Forderungen befindet sich in der offiziellen Website der Bezirksregierung Münster. Den Hyperlink habe ich gerne unten in der Videobeschreibung hineingeschrieben. Die Unterlagen habe ich in 5 Kategorien gegliedert, nämlich die ausgedruckt und ausgefüllt worden sind, die bei der deutschen Behörde beantragt worden sind, die übersetzt worden sind, die beglaubigt worden sind und Sonstiges. Das Antragsformular könnt ihr von der Website der Bezirksregierung Münster herunterladen. Dessen Hyperlink habe ich gern ebenso unten in die Videobeschreibung hineingeschrieben. Das Formular ist relativ einfach auszufüllen, doch ich möchte gern auf einen spezifischen Teil des Formulars hinweisen, nämlich diesen Bereich, wo es sich entschlossen werden muss, ob die Überprüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes entweder beantragt wird, festgestellt zu werden oder im Gegensatz darauf verzichtet wird. Wie ich früher erwähnt habe, erkläre ich euch später den Grund für meine Verzichtung auf die gutachtliche Prüfung. Natürlich soll die ärztliche Bescheinigung von einer Ärztin oder einem Arzt ausgefüllt werden, um zu bescheinigen,
ob ihr zur Ausübung des Berufs gesundheitlich geeignet seid. Einen wichtigen Hinweis darauf: Diese Bescheinigung darf nicht früher als 3 Monate vor Antragstellung ausgestellt worden sein. Das bedeutet, ihr solltet die Bescheinigung erst anfordern, wenn ihr den Antrag innerhalb 3 Monaten stellen könnt. Sorgt euch aber nicht darum, denn diese Bescheinigung ist einfach zu erhalten. Falls ihr euch schon mehr als 6 Monate vor der Antragstellung in Deutschland aufhaltet, wie ich, wird von euch ein Führungszeugnis gefordert. Das habe ich beim Einwohnermeldeamt beantragt. Das Führungszeugnis ist mir leider nicht ausgehändigt worden, sondern es ist der Bezirksregierung Münster direkt vom Bundesamt für Justiz gesandt worden. Das Dokument könne innerhalb von 3 Wochen zugestellt werden. Sowieso ist die fällige Gebühr glücklicherweise von der Arbeitsagentur übernommen worden. Über diese Dokumente verfüge ich schon und habe sie einfach ins Deutsche übersetzen lassen. Ungewöhnlicherweise habe ich weder Apostille noch Legalisation meiner Unterlagen beantragt. Den Grund dafür kann ich besser darlegen, wenn ich euch später meine Verzichtung auf die Überprüfung der Gleichwertigkeit erkläre. Mein Pass sowie meine Geburtsurkunde sind nicht verdeutscht. Daher können sie vom Regierungsamt leider nicht beglaubigt werden, sondern nur von einem Notar. Die entsprechende Gebühr hat mir die Arbeitsagentur komischerweise leider nicht erstattet, die 40 Euro betragen hat. Da die Arbeitsagentur aber schon viele Kosten übernommen hat, zum Beispiel der Verarbeitung meiner Unterlagen, meines 6-monatigen Lehrgangs beim Mibig Institut, meine Monatsfahrkarte und gegebenenfalls künftig noch übernehmen wird, beispielsweise der Fachsprachenprüfungs- und Kenntnisprüfungsgebühren, die insgesamt über 10.000 Euro betragen, würde ich nicht mehr über die mir nie erstatteten 40 Euro klagen, weil ich ja bereits viel Geld gespart habe. Mein Aufenthaltstitel und mein Sprachzertifikat habe ich einfach vom Regierungsamt beglaubigen lassen, denn sie sind schon in der deutschen Sprache verfasst. Die Beantragung des Führungszeugnisses habe ich am selben Tag erledigt. Die übersetzten Unterlagen sind gleichzeitig vom Übersetzer beglaubigt worden. Leider erkennen andere Bundesländer, zum Beispiel Niedersachsen, die Beglaubigungen von Übersetzern nicht immer an. Also Achtung! Um meinen dauerhaften Wohnsitz im Land NRW zu belegen, habe ich eine Kopie meines Mietvertrags eingereicht. Ich habe meinen aktuellen Lebenslauf vorgelegt, um meinen Antrag abzurunden. Alle Unterlagen habe ich der Bezirksregierung postalisch zugeschickt. Nach ein paar Wochen habe ich Rückmeldungen per Post sowie per E-Mail vom für mich zuständigen Ansprechpartner bekommen. Insgesamt hat es 5 Monate gedauert, der Verstellungsbescheid oder sogenannten Defizitbescheid bei mir einzutreffen. Darauf habe ich während der 5 Monate nicht nur gewartet, sondern dazwischen sind andere Ereignisse vorgekommen, die jetzt nicht so bedeutsam sind zu besprechen. Mm,
Es ging um die zusätzliche Prüfung meines ärztlichen Abschlusses, ob er die Zuordnung zur deutschen Qualifikation als Arzt zulässt. Mit diesem Verfahren kenne ich mich bisher leider nicht gut aus, und zwar würde ich es mir nicht intensiv überlegen, sofern ich mit meinem Antrag fortfahren kann, um an der FSP sowie KP teilnehmen zu dürfen. Hätte ich doch die Unterlagen beim ersten Antragstellung vervollständigt, konnte die Bearbeitungsdauer verkürzt werden. Aus dem Verstellungsbescheid ist es beschrieben worden, wie die ärztliche Ausbildung auf den Philippinen grundsätzlich gestaltet ist. Einen Abschluss eines vierjährigen naturwissenschaftlichen Bachelorstudiums setzt zunächst das Studium der Humanmedizin voraus. Dem entspricht in meinem Fall der Bachelor of Science in Medical Technology. Danach gliedert sich das Medizinstudium in der Regel in ein dreijähriges Studium und komischerweise nur eine 11-monatige klinische Ausbildung, sogenannt Clerkship oder heutzutage Junior Internship. Üblicherweise wird das Medizinstudium schon abgeschlossen und danach muss ein einjähriges Postgraduate Internship absolviert werden. Nur nach dessen Absolvierung kann die Staatsprüfung Physician Licensure Examination oder PLE abgelegt werden. Erst dann gilt die ärztliche Qualifikation als abgeschlossen. Ausnahmsweise ist mein 5. Studienjahr vor dem Abschluss des Medizinstudiums geschehen. Daher musste mein Antrag zusätzlich genau überprüft werden, ob ich wirklich mein Studium in der Humanmedizin absolviert habe, obwohl ich bereits die Staatsprüfung abgelegt und bestanden habe und als Arzt tätig war. Wie dem auch sei, bedanke ich mich noch sehr, dass es soweit gut klappt. Der Verstellungsbescheid sieht wie hier aus. Wichtig sind diese Ankündigungen, dass die Teilnahme an der Fachsprachenprüfung sowie eventuell Kenntnisprüfung gestattet ist. Das von der Besiksigurung Münster erhaltene Anmeldeformular musste ich einfach unterzeichnen und postalisch zurückschicken. Den Prüfungstermin habe ich mir gewünscht, ab April stattzufinden. Nun warte ich auf Meldungen von der Ärztekammer Düsseldorf. Jetzt erreichen wir meine letzte Folie. Hier erkläre ich euch den genauen Grund für meine Verzichtung auf die Überprüfung der Gleichwertigkeit meiner ärztlichen Ausbildung, beziehungsweise warum kann ich es mir einfach nicht ermöglichen. Die Bezirksregierung hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Legalisation öffentlicher Urkunden wegen der Unzuverlässigkeit des philippinischen Urkundenwesens seit dem Jahr 2001 eingestellt ist. Deswegen ist in meinem Fall die Gleichwertigkeit des ärztlichen Ausbildungsstandards im Sinne von der Bundesärzteordnung durch Teilnahme an einer Kenntnisprüfung nachzuweisen. Zudem hat mir die Besiktigung mitgeteilt, dass ich meine Unterlagen übersetzen lassen soll und bei ihr einreiche. Die Echtheit und Richtigkeit bzw. die Apostille sowie Legalisation sollen nur im Rahmen der Gleichwertigkeitsfeststellung verlangt werden. Hier endet das Video. Falls ihr mir irgendwelche Fragen stellen möchtet, könnt ihr Kommentare unten schreiben. Dann melde ich mich gern umgehend bei euch. Also, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal. Tschüss.